denke ich mir so, okay, hätte ich jetzt auch wieder einfach nur mit dem Bronzer machen können, also mit dem pulverigen. Ja, dieser Style hier, ganz, ganz komisch. Ich mag die Farbe extrem, weil die nicht so orangestichig ist. Ich weiß nicht, ob man das hier in der Kamera sehen kann, also es ist wirklich brown. Aber ja, für mich funktioniert es irgendwie nicht so. Ich probiere es immer wieder und dann, ja, vielleicht ist es gut für Nose Contouring, aber das mache ich nie. Aber ich finde das halt in Real Life, dass es immer ein bisschen komisch aussieht dann von der Seite, wenn man so irgendwo rumläuft oder so. Manchmal auch von vorne. Sorry Leute, man sieht es halt einfach. Was ist denn hier los? Ja, außer halt jetzt so für Videos oder so, da würde ich es ja leicht machen, aber ich weiß nicht, Make-up in Real Life sieht immer noch mal anders aus wie das, was ich hier schminke. Da kommen wir auch gerade zur Foundation und zwar benutze ich mittlerweile diese hier wieder. Die habe ich früher, als ich Akne noch sehr, sehr stark hatte, oft benutzt und irgendwie dann nicht mehr. Und jetzt bin ich wieder auf die gekommen und ich liebe, liebe, liebe die. Das ist Concealer und Foundation in einem, deswegen ist das sehr, sehr deckend. Perfekt für Streams. Hier schafft die das leider nicht ganz. Ich habe hier einen fetten, fetten Pickel. Hier, wie man sieht, und da oben. Es ist jetzt, also natürlich gut im Vergleich, wie es ist, aber jetzt denkt ihr euch so, ja, sie deckt voll gut, dann sieht man das. Aber glaubt mir, in Real Life ist das riesig. Also die tut wirklich ihren Zweck. Aber im Alltag, ja, benutze ich davon wirklich nur ganz, ganz wenig. Und dann auch eher nur so hier im Augenbereich und um ein paar Stellen zu kaschieren, aber da mag ich es wirklich mehr natural. Natural, ja. Die hat halt keinen Pumper oder so, sondern hier so eine kleine Spachtel. Ich denke, wenn man, also es gibt ja von MAC oder so, so Pumpspender, die man dazu kaufen kann, die Keks. Das könnte man da drauf machen. Aber ja, ich mache das halt so. Ist, finde ich, ein bisschen unhygienisch. Das ist aber genauso wie mit den Concealern immer. Da habe ich jetzt hier den Fit Me Concealer, aber irgendwie seit ich die Foundation benutze, benutze ich den gar nicht mehr. Ja, das ist einfach, ich finde das so widerlich. Mit diesen Applikatoren, so nach einer Woche, nach zwei, denke ich immer, eigentlich will ich es gar nicht mehr benutzen. Aber ja, der sieht auch hier irgendwie voll eklig aus wegen dem Sticker, der da war. Ja, aber den hier fand ich eigentlich immer ganz, ganz nice. Am Anfang war ich so, Trendprodukt, nö, kaufe ich mir nicht. Also jahrelang habe ich den nicht benutzt. Und jetzt erst vor einem halben Jahr oder so habe ich den für mich entdeckt. Ja, also ich war eh nie so der Concealer-Träger, keine Ahnung. Foundation und fertig war die Sau. Also natürlich noch ein bisschen Contouring und so, aber ich weiß nicht, dieses extra Aufhellen. Ich finde das auch manchmal tatsächlich hässlich, wenn ich das so in den Videos sehe. Also so, also ich glaube, deswegen hatte mich auch mal jemand angesprochen, warum ich solche Krater unter meinen Augen habe, weil das halt immer hier diese weiße Stelle nochmal so auffällt. So jetzt nicht, aber so. Weil halt natürlich schon hier eine leichte Falte ist, aber das ist eigentlich normal, Leute. Ja, keine Ahnung. Concealer und ich, weiß ich nicht, ist was Neues für mich und jetzt mache ich es nicht mehr wegen der Foundation, also keine Ahnung. Ich hatte zwischenzeitlich mir jetzt auch mal
ich überfordere das immer voll. Deswegen, ja, finde ich es krass, dass ich das nicht als störend empfinde. Also, ja, ist es ganz nice, glaube ich, so, wenn dann wirklich mal krass die Sonne scheint, man dann so wie ein Holy Grail erstrahlt. Ja, nice to have, aber braucht man irgendwie nicht. Genau. Dann von dieser Lion King-Reihe, ich weiß nicht, ich muss das auch noch mitnehmen. Das war nämlich reduziert, das hat eigentlich 12 Euro gekostet. Und als sie das dann aufgelöst hatten, diese Aktion, war das für 5 Euro oder 6 Euro im Angebot. Und Junge, wie sieht das aus? Einfach nur cute. Ich habe es jetzt natürlich nicht deshalb gekauft. Nee, ich habe es wegen... Moment. 2 Farben, die mir besonders gut gefallen haben, gekauft. Und zwar, jetzt muss ich schauen, wartet mal, dass ihr hier die Kamera nicht seht. Und zwar geht es um diesen Ton. Einmal dieser Highlighter für die Augeninnenwinkel. Ich habe davon jetzt heute nichts benutzt, aber die letzten Mal habe ich das immer da benutzt. Und dieser Farbton. Es sieht wirklich in der Kamera einfach komplett anders aus. Das ist so mies. Um euch da irgendwas zu zeigen. Das heißt Sun Rolling High und Lighten Up. Despair and Hope ist auch noch mega nice. Ja, die anderen, das ist leider meistens ja so bei Paletten, sind nicht so mein Fall. Also mit dem Dunklen hier, da kann ich schon noch irgendwie was anfangen, aber dieses Bläuliche und so, das ist schon... Ich bin irgendwie nicht so der Typ für so gewagte Make-up-Looks, wenn man das so nennen kann. Gewagt klingt irgendwie so, ja, für ausgefallenere Looks bin ich nicht so der Typ irgendwie. Ich fühle mich dann immer schnell hässlich. Und Alte ist sehr basic und schlicht, das seht ihr auch in den Videos. Aber ja, es sind trotzdem irgendwie ein paar Süße drin und irgendwann wird sich vielleicht auch mal mein Ding ändern, sodass ich dann auch mal die anderen austeste. Bei Marlife habe ich mal gesehen, dass sie hier in den Augeninnenwinkel so bläuliches Make-up gemacht hat. Also Lidschatten. Und das fand ich, sah so geil aus. Also vielleicht probiere ich das mal aus. Ja. Hier haben wir Mufasa und Simba. Ich lieb's. Yep. Beides war jetzt von Essence, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Aber ja, da finde ich es auch krass wegen der Pigmentierung, weil irgendwie leider bin ich ja so ein bisschen influenced, dass ich halt denke, okay, diese Drogeriemarken und so, alles immer ein bisschen belohnt. Vor allem dann Essence ist so für mich das Unterste irgendwie. Aber die Pigmentierung von denen ist eigentlich mega gut und ja, hat mich in meinen Bann gezogen. Lust auch, dass ich hier sage, so Drogeriemarken war ein bisschen schlecht. Also ich habe fast nur noch Zeug davon. Ich habe das ja schon letztes Mal erzählt, dass ich früher nur High-End-Zeug hatte, weil meine Mom das alles für mich gezahlt hat. Deswegen, ich kann schon ein bisschen vergleichen so, aber ja, mit dem Zeug, was ich jetzt habe, bin ich auch ultra zufrieden. Also, wie hat Gerda hast du ja gesagt, dass die Drogerie aufgeholt hat. Irgendwie sowas. Fand ich so süß. Ja. Dann kommen wir zu dem Produkt für meine Augenbrauen. Ich weiß, Leute, dieser Style ist eventuell, man weiß es nicht genau, nicht cruelty-free. Aber nachdem ich das dann letztes Mal erfahren habe, habe ich mir mehrere Ersatzprodukte angeschaut. Also von Catrice hatte ich was, von Maybelline, was war das noch? Auch von Essence, genau. Also einfach halt unterschiedliche durchsichtige Gels. Und keins hat so gehalten. Ein anderes hieß auch Kleber. Und oh mein Gott, das schon nach nicht mal einer halben Stunde hatte ich in
könnt das jetzt nicht so genau sehen, weil da immer so viele Löcher drin sind. Ja. Aber dieses Teil ist einfach geil zum Skalpen. Got2b, Kleber. Steht gar nicht mehr drauf. Ja, ich habe übrigens auch mit dem, also in der Tube, also der Got2b-Kleber für die Haare, das ausprobiert. Und Leute, also schreibt mir mal, ob das dieselben Inhaltsstoffe sind. Falls ihr das wisst, ich habe das Gefühl, das ist anders. Also, dass das hier ein bisschen wässriger ist und dieser Got2b-Kleber in der Tube, der ist auch viel dickflüssiger und weißlicher, ich weiß nicht. Ja, deswegen, ich kann von diesem Teil hier nicht absehen. Ja, dann haben wir das nächste Produkt. Das ist dieses Teil hier. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, in wie vielen DM-Filialen ich war, nur um dieses Teil zu ergattern, weil es einfach überall ausverkauft war. Und ich wollte das unbedingt. Ich habe das hier für diese Übergangszeit zum Ersatz mal ausprobiert, bis ich dieses Teil hier bekommen konnte. Ich zeige euch jetzt kurz erstmal diesen Cheek Heat. Das ist so eine kleine Tube, wie ihr sehen könnt, wo die ist schon relativ fest Konsistenzmasse rauskommt. Und die kann man dann richtig nice verblenden für Rouge. Und gerade wenn ich jetzt eben keine Videos drehe, sondern so für den Alltag irgendwie das Rouge auftrage, dann mache ich das ohne Puder, weil irgendwie mag ich das dann nicht so, sondern ich mag das dann so direkt in die Haut einzuarbeiten. Und dafür ist der richtig nice. Also ihr seht, den kann man wirklich so krass verblenden, wie man will. Und dann, hat man die Röte, die man haben möchte. Ich mache das ja meistens hier so über die Nase, so dieses Sonnenbrand-Look. Was ich jetzt auch ausprobieren möchte, ist hier so um das Auge herum. Habe ich bei jemandem gesehen, fand ich geil. Habe ich aber irgendwie noch nicht getestet. Und ja, ist aber trotzdem nicht so geil wie dieses Teil hier. Ich habe da jetzt Iron Peach als Farbe. Also es gibt 3 Stück. Eine andere, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, hat mir auch noch gefallen, aber die war da nicht vorhanden. Wirklich, ich weiß nicht, warum die das nicht gerestockt haben, wenn die den Trend mitbekommen haben. Oder nicht Trend, den Hype. Das ist ja einfach so ein Stick. Ich glaube, bei mir ist es kein Stick. Ah doch, dreht sich langsam. Ganz ekliges Geräusch. Und ja, den schmier ich mir dann hier überall hin, wo ich Bock habe. Man kann den auch, das ist irgendwie ja das Coole daran, das ist ein Face-Stick, also theoretisch könnt ihr das mit allem machen, aber halt für die Lippen benutzen oder was weiß ich, wo ihr das dann haben wollt, auf die Augen. Obwohl, ich glaube, Augen sind empfindlich, da muss man immer aufpassen. Ja, aber es ist nicht nur ein Blush eben eigentlich, sondern ein Gesichtsstick. Und ich liebe es, wie creamy der ist und wie geil der sich auftragen lässt. Und ja, ich hoffe, dass sie den restocken, dass ich den nochmal nachkaufen kann. Und dass es jetzt so in das offizielle Sortiment irgendwie länger reingenommen wird. Weil das ist wirklich geil. So kann ich mir vorstellen, dass sowas wie der High-End auch ähnlich existiert. Könnt ihr mich informieren, falls ich war schon ewig nicht mehr im Sephora oder Douglas irgendwie so. Ich habe einfach keinen. Okay, doch bei dem Highlighter, den ich wirklich zeige. Was laber ich eigentlich? Ich weiß selber nicht, was ich mache. Ja. Also ich könnte mir da vorstellen, dass es ein Dupe zu irgendwas Crazierem ist und trotzdem geil ist. Also ja, gönnt den euch, wenn ihr könnt. Also wenn ihr ihn bei euch findet. Ja, dann kommen wir zu diesen 2 Teilen hier. Vielleicht kennt ihr diese Person darauf. Das ist Rafa von Rafas Plastic Life. Die hat einen Online-Shop für Make-up eröffnet. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Und musste den jetzt leider wieder schließen. Und hat deswegen eine
Sale gemacht. Diese Highlighter haben, glaube ich, offiziell 30 € mal gekostet oder so. Auf jeden Fall über 20. Und ich habe pro Stück jetzt 5 gezahlt. Das ist so geil. Sonst hätte ich mir die jetzt, glaube ich, auch nicht geholt, weil ich halt die nicht swatchen konnte oder so. Aber ja, so war das irgendwie ein geiler Schnapper. Ich habe einmal, wie heißt das nochmal? Blending des Todes heißt diese Farbe. Das ist so ein goldstichiger Highlighter und wirklich, die sind so crazy pigmentiert. Das einzige, wo ich, seht ihr das hier, wo ich noch ein bisschen so Übung brauche, ist, dass es sehr pudrig ist und sich deswegen schnell so verteilt und nicht an der einen Stelle bleibt, zumindest bei mir, ich weiß nicht. Aber ja, man kann den auch sehr gut aufbauen. Ja, es ist einfach so schlechtes Licht für Make-up-Reviews. Ich finde die Verpackung sehr, sehr cute. Und diesen kleinen Teil, wo man dann einmal drücken muss. Und dann geht's auf. Wie eine kleine Muschel. Aber ich finde, die macht nicht so den hochwertigen Eindruck. Einfach, ja, von den Geräuschen her schon. Kann man sich ja denken. Ist mir aber auch bewusst, dass sie jetzt nicht die krassen, das krasse Geld hatte, um daran irgendwie so das Design top. Und auch, oh mein Gott, die Verpackung außen sah so, so geil aus. Warte, ich hol die mal kurz. So sah die Verpackung aus oder sehen die aus. Beziehungsweise sahen wirklich, weil sie kommen jetzt ja nicht mehr ins Sortiment. Einfach ultra cute. Genau, deswegen, ich verstehe, dass sie dann eher das Geld in das wirkliche Produkt gesteckt hat, also den Highlighter. Der andere ist so ein weißlicher Ton. Ja, doch mit auch ganz leichtem Goldschimmer. Ist jetzt hier am Daumen. Also ihr seht schon, das blendet extrem. Und ja, es passt halt zu ihr. Also das ganze Design, das ist auch schon so persönlich irgendwie. Und es ist mega traurig, finde ich, dass sie das jetzt so auf Eis legen musste erstmal, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwann wieder was Neues kommt. Sie hat halt versucht, die Sachen irgendwie in Läden reinzubringen und auch anscheinend immer wieder angefragt, aber halt keine Rückmeldung bekommen. Und ja, es ist halt wirklich so, dass wenn man es irgendwie zum Beispiel in DM oder so schafft, dann die Awareness mehr da ist und so, weil nur über die Videos dann in den Shop irgendwie immer ein bisschen schwierig. Dann habe ich hier einen Naked Illuminated Highlighter von Urban Decay. Den habt ihr sicher schon Millionenmal in meinen Ich schminke dich Videos gesehen, weil ich den selber nicht mehr benutze. Der hat so einen, ja, rosa Touch mit Gold. Und weil ich halt sehr, sehr hell bin, also ich weiß nicht, wie es in meinen Videos rüberkommt, aber ich bin weiß-weiß, eine Leiche. Und dann passt das, finde ich, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie das offiziell ist. Ich persönlich mag es halt einfach nicht an mir. Also es gibt ja irgendwie so für die und die Hauttöne ist der und der Highlighter besser. Ich mag an mir persönlich eher weiße Highlighter. Weil die dann nicht so aufdringlich sind, weil ich halt eh schon so heiß so weiß bin. What the fuck, wieso war das Wort gerade weg? Ja, da habe ich auch jetzt hier den benutze ich jetzt mittlerweile fast daily wieder. Der Iced Out Highlighter von Anastasia Beverly Hills. Ja, ich habe das hier dann das Spiegel Safety Dings noch nicht abgemacht. Aber, und wie kann ich euch den am besten zeigen? Hier. Woher kommt das ganze Schwarz? Ich habe euch noch gar nicht die Eyeliner gezeigt. Egal.
nassen Sachen halt. Also auch nasser Lidschatten oder so. Aber bei Pudern und so bin ich irgendwie immer. Passt schon. Genau, ich habe den Jahre, mehr als 4 Jahre. Der ist auf jeden Fall cruelty-free, also alle, glaube ich, von Anastasia Beverly Hills. Ja. Von dem finde ich die Verpackung auch so cute irgendwie. Es erinnert mich zwar mal an so ein Zelt von Wahrsagerinnen, aber ja, das ist übrigens die Foundation, die ich, bevor ich wieder zu der hier gewechselt bin, benutzt habe. Die macht sehr nice Tapping-Geräusche. Das ist die Skin Improving Foundation von Max Factor. Da ist Hyaluron und Vitamin C mit drin. Und die gibt halt wirklich so einen Glow-Effekt, also diese speckschwartige in sehr starkem Stil, aber ist sehr natürlich. Also manchmal hatte ich das Gefühl, ich habe wie einfach nur Sonnencreme aufgetragen, aber nicht so gute Sonnencreme, wo man nicht dieses Beschwerdegefühl hat, sondern ja, halt wirklich Sonnencreme so, aber es war jetzt kein ekliges Tragegefühl. Ich bin so schlecht im Beschreiben. Ich kann das vielleicht wirklich kurz demonstrieren. Bei der finde ich halt den Applikator nice, weil ihr das dann einfach auf eure Haut macht und die Haut nicht berühren müsst, sondern ihr könnt dann einfach diesen Tupfer da abgeben und dann fertig ist es. Ist so dumm eigentlich jetzt hier alles übereinander zu layern. An der Stelle, wo ich angefangen habe mit diesem Glitzerzeug. Aber ja, es verblendet sich direkt in die Haut und hinterlässt so einen ganz leichten Cover-Touch halt. Also ist auf jeden Fall eine Foundation, die man im Alltag, finde ich, gut benutzen kann, wenn man es natürlich mag. So. Ich fühle mich hier wie so ein krasser Berater, wo ich einfach keine Ahnung habe. Ja. So. Hier habe ich ein Freckles Maker. Spaß. Es ist eigentlich ein Browliner und ich benutze den halt, um mir ein paar Sommersprossen zu machen. Hier für die Streams und Videos lohnt sich das nicht, weil man das einfach nicht sieht. Irgendwie ist jetzt hier gerade nicht so stark das Glinsen. Ja, also das sieht man halt einfach nicht, weil das so schlicht immer von mir drauf gemacht wird und ja, die Kamera schluckt das. Aber für den Alltag finde ich das mega nice. Das ist so ein krass dünnes Bürstchen, wie nennt man das? Pinselchen, nicht Bürstchen, wie man sehen kann. Und damit bekommt man wirklich die kleinsten Pünktchen hin. Und ich frage mich, Color and Boost Serum. Das gebe ich mir da immer auf die Haut eigentlich. Für dichtere und volle Augenbrauen. Das farbige Serum lässt die Augenbrauen bei regelmäßiger Anwendung stärker und gesünder aussehen. I doubt it. Okay, ja. Ist so ein kleines, süßes Ding, finde ich. Da könnt ihr aber eigentlich alle unterschiedlich benutzen. Also meine Freundin, das wollte ich nämlich eigentlich danach kaufen. Die hat, glaube ich, eins von Catrice gekauft und habe ich es nicht gefunden. Und dann habe ich das von Trended Up jetzt genommen und bin so zufrieden. Ja. Ich überlege aber aktuell, mir mit Henna Freckles zu machen. Also ich habe im Sommer jetzt, also ich merke es auch jetzt langsam wieder, selber sehr, sehr leicht welche. Aber das sind halt immer so wenige, dass es eher aussieht wie Pickel, die nicht gut verheilt sind. Und dann bin ich immer so, ja, top, top. Und wenn ich das dann so ein bisschen ausbessern könnte mit
Eyeliner finde ich das, glaube ich, ganz hübsch. Also, ich probiere es vielleicht mal aus. Ich habe nur Angst, dass es kacke aussieht. Obwohl dann, ihr seht das dann gar nicht. Das ist ja dann unter dem Make-up versteckt. Okay, das nächste Produkt ist diese Lippenkombi. Da wurde ich jetzt neulich auch gefragt, was ich immer auf den Lippen trage. Es ist das hier, also heute nicht. Heute habe ich diesen Lip Liner mit drauf. Das ist eigentlich ein Augenbrauen. Nee, Soft Eyeliner in braun. So. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwas Braunes genommen. Ja, um mich so zu konturieren. Und das hier ist aber das, was ich sehr am häufigsten benutze. Es gibt es leider nicht mehr. Also wenn ich sage, es gibt es nicht mehr, meine ich das wirklich so. Ich habe das ganze Internet durchsucht. Das hier war noch was, was ich auf eBay ergattern konnte. Und das war auch nur eine Person, die das verkauft hat. Ja, das war halt einfach eine Limited Edition von Tamtam Beauty. Und ich war jetzt immer noch nicht im Douglas. Ich habe ja vorhin erzählt, ich war schon seit Monaten nicht mehr da. Länger, ein Jahr gefühlt, um mal zu fragen, ob die ja anhand von diesem hier halt mir was Ähnliches besorgen können. Weil in der Drogerie bin ich jetzt nicht fündig geworden. Aber ich lieb's. Es ist so nice, auch wenn man das nur so oft trägt jetzt. Es hinterlässt so einen leichten rosy Touch. Und dieser Lip Liner ist irgendwie so geil einfach. Ich hatte noch nie so eine Kombination. Der andere könnt ihr sehen. Also weil ich den halt davor hatte, das war der von eBay. Der ist schon so klein, weil ich den einfach konstant am Nutzen bin. Ja, dann habe ich noch hier dieses kleine süße Teil. Das ist auch von Essence und ich habe es wegen der Verpackung genommen. Man ist jetzt, dass das ein extrem knalliger Ton ist, aber ich swatche das jetzt mal hier. Das ist einfach nur ein ganz leichter rötlicher Schimmer. Also das ist mega nice, wenn ich mein natürliches Make-up im Alltag mache. Und einfach, wie süß ist das Teil? Ich komme nicht drauf klar. Ja, das hat glaube ich 2 € oder so gekostet. Also da kann man nichts falsch machen. Ich muss die ganze Zeit an die Person denken, die mal im Stream gefragt hat, ob ich viel Make-up kaufe. Und ich so, nein, gar nicht mehr. Früher immer so auch ganz viele Paletten und immer so unnötige Sachen. Und dann habe ich mich davon getrennt. Jetzt habe ich nur noch Sachen, die ich auch wirklich nutze. Bla bla bla. Und das ist wirklich noch nicht lange her. Aber seit diesem Zeitraum bis jetzt sind die ganz viele unnötige Sachen dazu gekommen. Ja, it is what it is. Ich hatte Lust drauf und jetzt wird ein cooles Video daraus. Wie, ihr findet das nicht cool? Ja, noch ein Produkt, was ich unnötigerweise gekauft habe. Und zwar das Juicy Lip Wonder von Judith Williams. Diesen Kussmontier finde ich ein bisschen unangenehm. Also ich weiß nicht, es macht irgendwie das Ganze so ein bisschen kitschig, finde ich. Keine Ahnung. Aber die Farbe, die ist relativ detailgetreu gerade hier. Ist so nice. Ich mag den Geruch leider nicht. Meine Schwester mag ihn. Mich erinnert es ein bisschen an Pampers. An Pampers. Und so Wickeltisch und keine Ahnung. Da Caring Oils, Intense Lip Care, Soft Touch, Glossy Look. Ja, was man sagen muss, das klebt gar nicht. Also die Konsistenz von diesem Ding hier, mega. Der hat irgendwie 5 € gekostet und ja. Ja, es war an einem Tag, an dem es mir nicht gut ging. Und ich habe es damit kompensiert. Ja. Oh ja, hier, das kann ich euch noch zeigen. Und zwar, das sind für mich mittlerweile die geilsten Eyeliner. Die halten lang. Die haben eine super Deckkraft. Die kosten 2,50 € oder so. Also wirklich mega. Ich habe eine Zeit lang immer diesen 6- oder 8-eckigen Eyeliner benutzt von Maybelline und also dieser Tattoo-Liner ist das,
der Spitze dann den Deckel rein, damit es wieder gelaufen ist und einfach mega nervig, aber er hat halt eine richtig geile Konsistenz und deckelhaft lang anhalten, bla bla bla. Aber das hier, wie heißen die denn? Skinny Lining Waterproof Eyeliner von Trend It Up. Die haben wir jetzt ja gerade schon gesehen habt. So eine Spitze. Es gibt noch 2 andere Versionen. Einmal mit so einem Punkt vorne dran und das andere weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich kaufe die irgendwie immer zweimal, damit ich, falls dann doch mal einer leer geht, ich direkt einen anderen habe. Aber das letzte Mal habe ich dann direkt 2 auf einmal wieder gekauft, weil 2 leer waren gleichzeitig. Genau, also mit dem mache ich dann immer so die größeren Konturen von dem, wie ich den Eyeliner haben will und fülle das so ein bisschen aus. Und das feinere, also vor allem hinten dann der Wing, den mache ich immer mit diesem Teil hier von NYX. Wenn ich es aufbekomme, der hat auch eine extrem, also noch dünner als diese für die Freckles Spitze. Das ist eigentlich ein Brow Tint Pen, aber ich benutze den eben für den Eyeliner und das ist so nice. Ich habe den locker schon ein Jahr jetzt und da ist immer noch was dran, weil ich halt immer nur so wenig brauche. Und der ist natürlich nicht so stark wie dieser Eyeliner jetzt, aber um eben nur die Spitze so zu machen, da kann man dann auch ein paar Mal drüber gehen, ist der top. Also ja, ich kombiniere das dann immer so und komme damit bestens zurecht. Aber das ist nur meine Meinung. Genau. Dann hatte ich euch ja vorhin ganz kurz, wo ich es so reingezeigt hatte, ein Puder gezeigt. Jetzt habe ich es gerade nicht aufbekommen. Ich wollte einfach nur irgendein transparentes Puder. Das war mir dann relativ egal, ob das jetzt 40 € kostet oder 5 oder 10, was weiß ich, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht so teuer. Ja, da war leider keine Puderquaste mit dabei. Deswegen die jetzt hier drin verweilt, passt nicht rein. Ich quetsche die dann immer so ein bisschen. Die ist von Müller. Und ja, damit setze ich dann immer so ein bisschen unter den Augen oder alles, was jetzt hier gerade ein bisschen glänzt. Ich habe das heute nicht so gut gemacht. Ja, da kann ich irgendwie nicht so bewerten, weil ich die Unterschiede nicht kenne. Ich hatte früher mal von Bare Minerals so ein Powder, aber das war eher so Foundation. Ja, so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wirklich invisible. Ich kenne das bei vielen so, dass sie dann halt das Puder so drauf machen und dann müssen die das noch runterholen wieder. Die Professionellen. Bei denen habe ich das Gefühl, ich mache das so ein bisschen drauf und ich musste, also das zieht direkt ein und fertig ist. Die Luzi. Deswegen keine Ahnung. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Aber ich mag das, also ich finde das gut. Und ich hatte irgendwo mal ein Video gesehen, dass es besser ist, das mit dieser Puderquaste zu setten, weil damit das tiefer reingeht und wenn man das mit dem Pinsel macht, dann bleibt das so eher oberflächlich und geht nicht wirklich in die Haut rein. Deswegen benutze ich da jetzt diese Puderquaste. Ja. Früher war ich immer so, warum legt man das dazu rein? Also auch ganz früher, 2014, als man noch diese komplett falsche Farbe benutzt hat und das Puder sich ins Gesicht dingst. Da hat man ja immer diese Schwämmchen dann benutzt oder Puderquasten. Und dann war es irgendwann so Puder, was ist das denn? Warum sag ich die ganze Zeit Puder?